Ja, hallo Leute, ich bin's, der Ingo vom Kanal Überleber. Schön, dass ihr wieder mit draußen seid. Heute mal nach langer Zeit wieder eine Rezension. Ich habe nämlich unsere Rubrik Reviews ein bisschen vernachlässigt. Ich habe jetzt mal geschaut, also das letzte Review, was ich gemacht habe, ist schon über ein Jahr her. Noch ziemlich am Anfang von unserem Kanal. Außerdem häufen sich auch immer so die Nachrichten und Fragen nach Ausrüstungsgegenständen. Deshalb heute mal wieder ein Video in der Rubrik Review. Es geht um ein kleines, feines Messer, das ich jetzt schon über 2 Monate im Einsatz habe. Und von dem ich sehr begeistert bin, ab dem ersten Tag bis heute. Das ist echt klasse und das wollte ich auch mal in einem Video verarbeiten. Gleich mal vorweg, ich weiß nämlich gar nicht so genau, wie ich das hier deklarieren soll, das Video. Normalerweise ist es nämlich so, dass wenn ich irgendwas rezensiere oder teste, ich mir diese Ausrüstungsgegenstände auch selber kaufe. Das Messer habe ich tatsächlich zugeschickt bekommen für Umme. Von daher weiß ich jetzt nicht so richtig, ob das ein normales Review ist oder ein Product Placement. Ja, da werden ja manche YouTuber ja ganz schön angegangen, wenn die sowas machen. Ich sage es deshalb lieber gleich. Ich habe hier einen Platz und hier habe ich ein Produkt und da platziere ich das. Das habe ich nicht selbst bezahlt. Ich kriege dafür jetzt auch kein Geld. Aber ich würde eben auch kein Video über irgendeinen Gegenstand machen, den ich nicht wirklich gut finden würde. Ja, also ist ja Quatsch. So, und hier ist das gute Stück. Wie ihr seht, ich habe es hier schon in meinem EDC-Pack dran. Hört auf den Namen Buzzard und kommt von der Firma Hydra Knives. Hydra Knives ist eine brandneue spanische Messerfirma. Die haben jetzt im Februar dieses erste Modell auf den Markt geworfen. Ich habe das, wie gesagt, schon ein bisschen früher bekommen, vor 2 Monaten, und konnte das ausgiebig testen. Und wie ihr seht, ist an meinem EDC dran. Die haben damit alles richtig gemacht. Ja, an der Stelle auch mal einen netten Gruß an Jorge aus Albacete von Hydra Knives, mit dem ich einen sehr netten Kontakt hatte, der mir das auch zugeschickt hat, der auch immer nach Kritik gefragt hat. Was gefällt dir nicht, Ingo? Was könnte man besser machen? Ich habe bis jetzt nichts gefunden. Leute, ich hoffe auch echt, dass ich die ganzen spanischen Sachen hier richtig ausspreche. Albacete, Jorge, müsste die spanische Version von Georg sein. Ja, mein Spanisch ist eher so rudimentäres Gebrabbel. Hola, gracias, señor, señorita, uno cerveza, por favor. Also ich bin froh, wenn ich nicht zum Schluss sagen Buenos Aires sage. So, jetzt aber genug geredet. Jetzt kommen wir mal wirklich zu dem Messer und den Fakten. Erst das Messer, dann die Scheide und dann das Zubehör. So sieht das Ganze hier aus. Von den Maßen her, wir haben eine Gesamtlänge von 17 cm, eine Klingenlänge von 8,5 cm, eine Grifflänge auch von 8,5 cm. Dadurch ist es natürlich schön ausbalanciert. Materialstärke sind ordentliche 5 mm. Also trotz der kleinen Größe ist das hier schon noch ein richtiger Brecher. Die Schneidkante ist hier auch noch mal schön abgesetzt. Hier ist insgesamt 7,5 cm lang. Also generell kein Problem in Deutschland mit Paragraph 42a. Wir haben hier hinten eben so eine Aufnahme, je nachdem wie man es halten will. Ja, wie beim Karambit haben wir hier so einen Ring. Den kann man dann auch super nehmen, um irgendwie irgendwas zu zerkleinern. Und ist natürlich in puncto Sicherheit auch eine schöne Sache. Man kann hier eben schwer nach vorne über die Klinge rutschen. Von der Größe kann ich sagen, ich habe Handschuhgröße M. Ich komme hier echt noch mit 4 Fingern rein, kein Problem. Wer größere Hände hat, der nimmt dann eben 3 Finger, auch kein Problem. Dann haben wir hier eine Daumenauflage, hier eine Daumenauflage. So kann man dann eben, je nachdem wie man arbeiten möchte, ordentlich Druck ausüben. Kann hier sehr gute Kontrolle entwickeln. Macht sich bis zur Spitze absolut klasse. Gibt auch noch mal ein bisschen Sicherheit, dass man hier nicht irgendwie abrutscht oder so, ne? Bei der Klingenform bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Die Spitze ist ja bis zur Schneidkante runtergezogen. Ich würde sagen, das ist eine Wharncliffe-Klinge. Also irgendwie ein Tanto ist es ja jetzt in dem Sinne auch nicht. Auf alle Fälle sehr schön, dass die Spitze hier vorne bis zur Schneidkante runtergezogen ist. Finde ich echt toll, so vom Design. Man kann hier wirklich dann so, wenn man mal so kleine Bohrarbeiten machen möchte oder irgendwas rausfummeln will oder sich einfach auch mal einen Splitter rausholen will, man hat da sehr viel Kontrolle und kann hier wirklich ganz fein auch arbeiten. Die Schneidkante ist komplett gerade. Das erleichtert natürlich ungemein das Nachschärfen. Ich bin zwar ein Mensch, der gerne Messer schärft, nachschleift, aber es ist manchmal natürlich wirklich nicht so einfach, wenn man eine komplexe Form hat, so bei einem Bowie oder so, gebogene Klingen, die lassen sich natürlich nicht so einfach nachschärfen wie hier so eine gerade Kante.
Wie gesagt, ich würde sagen, so Wharncliffe-Klinge trifft es noch am ehesten. Erinnert mich dabei so ein bisschen an germanische oder altangelsächsische Sachsmesser oder Wikinger-Sachsmesser. Die haben ja unten auch so diese gerade Kante. Habe ich übrigens hier mal selber gebaut. Materialstärke 5 mm, also da muss man schon sehr viel falsch machen, wenn man so ein Messer hier kaputt kriegen will. Messerrücken ist vorne hier ein bisschen abgeflacht und hier ganz interessant, schön vorne auf dem Messerrücken haben wir hier so eine Mulde. Ja, und die ist eben für einen Feuerstahl gedacht. Da kann man richtig schön kontrolliert das hier so nehmen. Alles ist sicher. Ich bin hier von der Klinge schön weg und kann hier richtig schön schaben. Feine Sache. Zeigefingeraufnahme finde ich auch gut. Wir haben so einen leichten Handguard hier. Also da kommt man auch nicht schnell nach vorn über die Klinge. Zusätzlich hier auch noch der Ring. Kann eigentlich nicht viel passieren. Sehr sicher. Hier haben wir eine Aufnahme für, das finde ich sehr interessant, das hat nämlich auch noch ein bisschen Multi-Tool-Funktionen hier. Hier haben wir noch so eine Sechskantaufnahme. Da kann man dann eben einfach Bits reinstecken und dann eben schrauben. Aber dazu später. Und hier hinten dann eben auch nochmal Sechskantaufnahmen für Schraubköpfe von M6 bis M3. Generell von der Verarbeitung gibt es hier nichts zu munkeln. Ihr seht, alle Kanten sind richtig sauber gebrochen. Also hier ist nichts scharfkantig, was nicht scharfkantig sein soll. Wirklich schön gemacht. Das Finish auch so matt, hat so ein bisschen so Bürstenoptik. Also man sieht hier noch die Spuren vom Schleifkörper. Finde ich sehr schön. Klingenspiegel, ja, ist ein Hohlschliff. Aber wie gesagt, bei 5 mm ist das hier immer noch ein ganz schöner Kavenzmann. Schneidkante ist ein Flachschliff und wirklich sauscharf. Die eine Seite ist komplett blank, die andere Seite ist eben mit den Logos versehen. Ne? Also hier Hydra für Hydra Knives, Buzzard für das Modell, hier noch für den Sechskant. Cryo steht dann für die Cryogenic Stahlbehandlung, also die Wärmebehandlung von dem Stahl. Hier dann eben ja für die Schraubköpfe und dann letztendlich noch der Stahl. Finde ich eben sehr schön, dass man eine Seite mit den Logos hat und die andere Seite komplett blank ist. Also ist auch ein schöner Hingucker. Sieht irgendwie auch ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, taktisch aggressiv aus. Finde ich irgendwie, hat eine coole Optik. Ja, der Stahl, ihr könnt das sehen, 14116 europäische Norm. Das ist ein guter, grundsolider Stahl, der auch von vielen deutschen Messerfirmen verwendet wird. Also viele Solinger Klingen sind auch aus dem Stahl gefertigt, ob jetzt im Outdoor-Bereich oder im Küchenbereich. Der ist eben nicht korrosionsanfällig, ist ein guter Kompromiss zwischen Schärfe und auch dem Halten von der Schärfe. Rockwell Härtegrad ist angegeben bei 58. Also ein kleiner, scharfer, stabiler, multifunktionaler, schicker Brecher. Kommen wir jetzt mal zur Scheide. Die finde ich nämlich auch richtig klasse. Ist eine Kydex-Scheide. Auch sehr schön gemacht hier so. Strukturiert. So eine Textur drauf mit den Hydra-Logos. Was gleich auffällt, alles schön flach. Ne? Das Messer an sich hat ja keine Griffschalen oder so. Ist natürlich dadurch auch am Griff schön flach. Und die Scheide auch. Also die ist gerade mal ein bisschen dicker als das eigentliche Messer. Und das ist natürlich auch eine feine Sache. Das kann man dann wirklich mal in der Beintasche tragen oder am Gürtel. Und das stört dann eben einfach nicht, wenn man sich mal irgendwie hinsetzt. Finde ich eben auch immer wichtig, dass man so Sachen auch bequem transportieren kann. Direkt an der Scheide sehen wir dann hier überall Ösen. Da sind dann auch noch mitgelieferte Schrauben mit Washern, also U-Scheiben und sowas alles dabei. Da kann man verschiedene Sachen, einen Tech-Clip zum Beispiel noch ranmontieren. Man kann hier natürlich überall Paracord durchführen, um es als Neckknife zu nehmen, um es sich an den Gürtel zu montieren, an Molle-Systeme und so weiter und so weiter. Was ich auch witzig finde, haben sie hier auch gleich aus Kydex noch mit dazu gemacht, ist eben hier so ein Bit-Holder. Da kann man dann eben gleich immer den Bit, den man benutzen möchte, mit sich führen. An meiner EDC-Tasche stecke ich mir das dann immer so in so eine Molle-Lasche hier, dass es nicht so rumklappert. Also ich habe das jetzt eigentlich auch immer dabei. Also auch eine schöne, flache, stabile Scheide. Messer sitzt richtig fest drin, also da geht gar nichts. Das war jetzt der Bitholder. Da klappert auch nichts, da wackelt nichts. Da muss man schon richtig gucken, dass man das rauskriegt. Ne? Und die Scheide hat eben auch darüber hinaus noch die Funktion als Multitool. Ne, wir haben ja eben hier, wie gesagt, diese Aufnahmen für verschiedene Bits und Schraubköpfe. Und hier haben wir gleich so ein Loch, wo wir dann eben den Bit durchführen können. Weil man muss ja auch sicher arbeiten können. Ne? Ich kann ja jetzt hier nicht, wenn ich das rausnehme,
mache das jetzt mal so. Ja, da würde ich mich ja hier irgendwie verletzen, ne? Das macht ja keinen Sinn. Also die Scheide dient quasi als Schutz, als Griff. Wenn ich den Bit hier einsetze, kann ich hier super arbeiten, beziehungsweise dann hier die anderen Aussparungen für die Schrauben nehmen. Mit dazu kommen dann noch diverse Montageschienen, Schrauben und Spacer, die man dann eben ganz einfach und flexibel an die Scheide montieren kann. So zum Beispiel. So, und schon sind die Schienen so dran. Ich habe es jetzt hier spaßeshalber mal auf beiden Seiten montiert. So könnt ihr eben sehen, ihr könnt das Messer so rum oder so rum am Gürtel oder am Rucksackgurt oder sonst wo tragen. So, ich mache das jetzt hier nochmal anders. Ja, und da kann man dann eben super einen Gürtel durchführen. Oder ihr montiert euch das an Molle-System ran. Ich habe es zum Beispiel an meinem EDC-Pack so dran. Macht sich einfach super. Oder ihr nehmt einfach das mitgelieferte Paracord. Da sind sogar noch 2 Meter dabei hier, wenn das Messer kommt. Ja, und dann könnt ihr eben einfach mit Paracord euch die Scheide hier montieren, wo und wie ihr das wollt. Da seid ihr ja komplett flexibel. Ob man sich das jetzt um den Hals hängt, über Kopf oder so rum oder an Rucksack, Gürtel, ja, Molle-Systeme, also da ist eben alles denkbar. Ne? Es sind hier mehr als genug Ösen da, um das eben hier ganz flexibel tragen zu können. Und was auch der absolute Hammer ist, in dem ganzen Paket ist auch noch so ein Tag-Clip dabei. Finde ich richtig super. Das ist halt eben ein System, das könnte flexibler bald nicht mehr sein. Also da könnt ihr wirklich hier alles einstellen. Auf Riemenbreite, auf Gürtelbreite gehen, kein Problem. Und dann wird eben mit den mitgelieferten Schrauben hier das Messer aufmontiert, ist da fest drauf und ihr könnt den Tag-Clip einfach öffnen und das Ganze eben wieder abnehmen. Das ist natürlich eben, da braucht ihr nicht den Gürtel zum Beispiel aufmachen oder ja, am Rucksackgurt möchte man das ja auch manchmal festmachen. Finde ich eine super Sache, dass sowas hier gleich dabei ist. Und wie gesagt, kann man hier über diese Montageschienen auch an die Riemenstärke sozusagen direkt anpassen. Richtig fettes Material, schnappt hier ein und hier löst man es dann, wenn man es wieder aufmachen will. So, das jetzt alles zur Theorie. Jetzt wollen wir das natürlich auch mal praktisch testen. Das heißt Schärfe, Handling, Multitool-Funktion. Wie funktioniert das alles? Ich habe da mal was vorbereitet. Schrauben in einem Stock. Wie nennt man das? Einen Schraubstock. Bit aus dem Bitholder. Und dann machen wir den hier rein. Jetzt ist die große Schraube hier natürlich im Weg. Ja, ich habe den Schraubstock nicht gut durchdacht. Aber ihr seht, hier kommt jetzt die Schraube auf der anderen Seite raus. Das sollte ja auch kein Problem sein. Ja, und den Bitholder kann man natürlich auch für andere Bits benutzen, ne?
Ja, also das geht hier ohne Probleme. Zack. Zack. Wenn jetzt die große nicht im Weg wäre, dann könnte ich hier auch beidhändig mal richtig arbeiten. Aber die können wir uns ja jetzt als nächstes vorknüpfen. Hier M6. Zack. Ja, jetzt geht es hier ein bisschen um die Schärfe, um das Handling. Wie kann ich hier gut Druck ausüben? Ich werde mir jetzt hier einfach mal so ein bisschen, das ist hier Fichte. Na gut, hier habe ich eine Ast drin, aber einfach mal ein bisschen dran rumschaben. Vielleicht so ein paar kleine Feathersticks oder so machen. Schauen wir einfach mal. Also geht, ob jetzt größere Geschichten oder ganz kleine, feine Löckchen hier. Guckt mal, kann man langsam arbeiten, ganz fein arbeiten. Hier so ganz feine Löckchen kann man machen, kein Problem. Ich habe hier eine richtig gute Kontrolle. Kann hier den Daumen zusätzlich zur Verstärkung nehmen. Kein Thema. Ja, ist vielleicht nicht unbedingt die Aufgabe von einem Neckknife, aber ein bisschen Betoning kann man bei so einer Materialstärke natürlich auch machen. Kein Problem, oder wenn man mal irgendwas Kleines kappen muss oder so. Ich meine, so klein ist das jetzt hier auch nicht, aber... Weil manchmal hat man ja wirklich nur so ein kleines dabei und will aber trotzdem hier irgendwo mal eine saubere Kante haben. So, das ist jetzt richtiges Rüstleder, 3 bis 4 mm dick. Was ich auch wirklich gut finde, ist diese heruntergezogene Spitze. Man kann hier dann eben wirklich, ja, eigentlich so eine richtigen feinen Locharbeiten machen. Das kann man ja wirklich auch mal beim Tarp, einer Plane oder irgendwas gebrauchen. Oder wenn man hier wirklich sowas wie Leder hat oder Pilzleder oder so. Schaut euch das mal an. Da kann man richtig gute Löcher machen, die dann auch noch wirklich hier, wo dann auch noch der Rand gebrochen ist. Finde ich eben super. Das geht genauso gut im Holz. Kann man eben richtig fein sich ein Loch rausschaben. Oder wenn man eben Bohrlöcher hat, wie hier,
kann man eben hier den Rand schön begradigen. Also das ist wirklich, finde ich echt gut an dem Design, dass man hier noch so eine richtig schöne Spitze hat und man auch wirklich super den Druck ausüben kann. Oder zum Beispiel hier bei Weißblech, da bastelt man sich ja auch öfter mal irgendwas draus, ne? Kein Problem. Wenn man sich so einen kleinen Hobo oder Holzvergaser bauen will. Und da kommt eben diese Spitze hier, die geht hier rein, das ist wirklich der Wahnsinn. Also überhaupt kein Problem. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, also das tut dem Messer hier gar nichts, ne? Wenn man sich hier mal so ein Sieb oder sowas bauen will aus Weißblech oder Konservendosen, ja, wenn man hier Harz filtern will oder sowas zum Beispiel, kein Problem. Auch hier der Ring wieder, wenn ich das jetzt hier irgendwie ausbeulen möchte. Ganz sicher, ohne dass ich mir hier irgendwas tue. Und dann kann ich mir hier eben, ja, weiß ich, wie so ein kleines Schüsselchen oder wie gesagt, wenn ich so eine Filterkonstruktion brauche oder so, oder wenn ich einfach irgendwas einschlagen muss, kein Problem hier mit dem kleinen Begleiter. Thema Zonderbearbeitung, hier mal ja, ein richtig schön leuchtendes Stück Kienspan. Eben auch kein Problem, sich hier irgendwas Feines aufzufasern. Kann hier ganz toll den Druck ausüben. Hier. Ja, und schon hat man hier perfekten Initialzunder. Und der muss ja auch schön fein sein, dass da schön die Funken zum Beispiel übergreifen, wenn man jetzt nur einen Feuerstahl oder sowas dabei hat. Schaut euch das mal an hier. Und das ist eben, ihr seht ja, das ist richtig Kienspan, ne? Macht auch nicht jedes Messer. Anderer Zunder, aber hier geht das genauso gut mit der Spitze. Kann ich das hier super aufrauen. Und habe hier diese ganz kleinen Fasern, die ich dann wirklich brauche, wenn ich ein Feuer starten will. So, apropos Feuer, schauen wir uns das doch mal an hier, wie das mit dem Feuerstarter funktioniert. So, hier haben wir ja noch den Kienspan, den lege ich mir gleich mal daneben. Machen wir hier noch mal ein paar feinere. Ihr seht ja hier, wie fein, wie dünn ich dieses Material hier abschälen kann, ja. Schaut euch mal an, wie dünn die sind. Ja, das ist nur ein Hauch. Das mit der Kerbe hier, das funktioniert super. Egal, ob man jetzt der Typ ist, der sagt, ich halte den Feuerstahl fest und ziehe das Messer weg oder ziehe den Feuerstahl vom Messer weg. Oder man ist so der Schabemann hier. Da muss dann eben jeder selber gucken, hat ja jeder so selber seine Technik. Na, also Ast rein. Aber wirklich schöne Funken reinwerfen. So, da sind wir auch am Ende angelangt. Ich hoffe, die Rezension, die war hilfreich, hat euch gefallen. Ich finde, das ist echt ein empfehlenswertes Messer. Das ist wirklich echt klasse. Ich habe das jetzt, wie gesagt, 2 Monate im Einsatz. Da gibt es nichts zu meckern, nichts zu munkeln. Die Funktion ist gut, das Handling ist echt Hammer. Es ist wirklich schön flach. Man kann es wirklich schön hier irgendwo in die Tasche verschwinden lassen. Schnell mal gegriffen.
Es ist korrosionsbeständig, kann nass werden, die Scheide kann nass werden, alles kein Problem, da gammelt nichts. Wirklich eine super Sache. Also für eine niegelnagelneue Messerschmiede wie Hydra Knives als erstes Modell, ey, da kann ich nur sagen, top, könnt ihr so weitermachen bitte. Da bin ich mal gespannt, was da noch alles kommt. Die Version, die gibt es übrigens auch noch in einer schwarzen Version, also die ist dann so schwarz beschichtet. Die lege ich mir auf alle Fälle zu, also die kaufe ich mir auf jeden Fall. Das will ich auf alle Fälle in meiner Sammlung haben, weil von dem Ding bin ich echt begeistert hier. Ja, also von mir, wie gesagt, klare Empfehlung. Da ist wirklich, da funktioniert alles, da ist nichts schlecht verarbeitet. Das ist einfach ein richtig gutes Messer. Alle betreffenden Links dazu, die schreibe ich mal unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr euch das mal alles anschauen. Ja, kommt auf die Homepage oder wenn ihr euch das irgendwie zulegen wollt. Zum Preis kann ich jetzt noch gar nicht sagen, weil wie gesagt, es ist jetzt Mitte Februar, da sind die am 16. Februar, glaube ich, gerade erst an den Start gegangen mit dem Messer. Ist bis jetzt noch nichts raus, schreibe ich euch aber in die Videobeschreibung, sobald ich da irgendwas weiß. Ne? Gut Leute, ich mache jetzt hier noch ein bisschen im Camp weiter. Ich hoffe, die Rezension zu dem Messer hat euch gefallen. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt zu dem Messer oder zu irgendwelchen Spezifikationen, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Ja, dann schaue ich mir das an, antworte euch gerne. Ansonsten sage ich an der Stelle danke fürs Reinschauen und bis zur nächsten Folge von Überleber. Ne? Macht's gut, tschüss.